Von neuen Freizeitparks über richtig gute Klemmbausteinsets von und für Freizeitparkfans offiziell aus Freizeitparks, über neue Apps, Fahrgeschäfte und vieles mehr sprechen wir jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits wieder aus gewohnter Umgebung und nicht irgendwo aus den USA oder ähnlichem. Und es gibt wieder einiges, über das wir sprechen müssen, damit das überhaupt möglich ist. Vielen Dank an den Sponsor des heutigen Videos, Aufwind Rides aus Deutschland, die Fahrgeschäfte, Dark Rides, Simulatoren made in Germany machen und zum Beispiel im Freizeitland Geiselwind die Ravenmore Academy dieses Jahr neu eröffnet haben. Es wird neue Eröffnungen noch dieses Jahr geben, das werden wir euch dann in den nächsten Videos hier auch zeigen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was die so machen, Aufwind Rides habe ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind so viel unterwegs gewesen in letzter Zeit und waren nicht in Deutschland und haben deswegen noch nicht Karls Erlebnisdorf Oberhausen besucht, wo ihr aber bereits von uns ein Baustellenrundgang-Video gesehen habt. Wir werden den Besuch natürlich nachholen, keine Sorge. Aber das Gute ist, Karls Erlebnisdörfer reisen uns quasi jetzt nach und sind bald auch überall gefühlt. Und es gibt die Pläne für ein neues Karls Erlebnisdorf auf Mallorca. Das wäre theoretisch das erste Karls Erlebnisdorf außerhalb von Deutschland. Es wird natürlich auch weiterhin noch das Projekt in Kalifornien verfolgt, was für uns vielleicht sogar fast spannender, interessanter ist und einfacher, da mal eben vorbeizuschauen als in Oberhausen. Aber es gibt wirklich konkrete Pläne zu einem Karls Erlebnisdorf auf Mallorca. Um genauer zu sein, hat man sich sogar für Palma entschieden. Dort gibt es aber ja so 7 Grundstücke, die angeboten wurden und man prüft alle und guckt sich an, was macht am meisten Sinn. Und es gibt wohl auch schon konkrete Ideen, wo man so ungefähr hin möchte. Das könnte sogar in Flughafennähe dann sein. Und wenn ein Grundstück gefunden ist und alles geklärt ist, kann innerhalb von 1 bis 2 Jahren ein neues Karls Erlebnisdorf auf Mallorca entstehen. Wie sowas entsteht und warum das auch so schnell entstehen kann, haben wir euch bei der Baustellenrundgang-Reportage gezeigt. Die verlinke ich euch gerne auch nochmal hier oben. Wie wir in Oberhausen gesehen haben, kann das nämlich sehr schnell funktionieren. Laut Bild-Zeitung soll das Karls Erlebnisdorf dann so 35 Millionen Euro kosten. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten, die man noch klären muss, und zum Beispiel ist man gewillt, eine Ganzjahresbeschäftigung für die Mitarbeiter anzubieten. Das mit der Nebensaison auf Mallorca, die nicht so läuft wie im Sommer. Und da muss halt noch geguckt werden, ob man das irgendwie und wie man das geregelt bekommt. Die Erdbeeren zum Beispiel sollen direkt von Mallorca selbst kommen, also damit soll auch die lokale Landwirtschaft unterstützt werden und die sollen jetzt nicht groß irgendwie importiert werden. Das ist starke Nummer, total crazy, man weiß nicht, ist das einfach nur unfassbar krass oder ist es einfach nur noch total verrückt, was da passiert. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen. Das seht ihr dann immer wieder hier auf dem Ride YouTube-Kanal. Ihr unterstützt das Ganze übrigens mit einem Abo, das kostet nichts, hilft uns aber ungemein weiter. Eben auf Abonnieren drücken und weiter geht's. Und wenn ihr jetzt gerade schon dabei seid zu abonnieren, macht das. Wir haben nämlich noch was in eigener Sache. ridereview-shop.de ist unser eigener kleiner Shop. Der ist auch immer in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es ein paar coole Shirts und ein paar coole andere Sachen und immer wieder was Neues, immer wieder was anderes. Und das machen wir komplett selbst. Habt ihr bestimmt hier schon auf dem Kanal gesehen. Und wir drucken sogar die Shirts selbst hier in unserer kleinen Werkstatt. Und das läuft auch weiterhin so, wie es läuft. Und es gibt auch jetzt gerade aktuell, glaube ich, sogar wieder was Neues. Das haben wir noch nicht so gezeigt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt in den Shop geht, könnte das sein, dass ihr was Neues entdeckt, was wir selber noch nicht mal getragen haben. Aber es ist jetzt das Ende des EU-Auslandversandes erreicht. Danke EU, die nämlich dafür sorgen, dass das nicht mehr funktioniert. Es war so schon immer super unattraktiv, weil es einfach extrem teuer war, ins EU-Ausland zu versenden, was mir nicht in den Kopf gehen will als großen EU-Fan, der diese Idee total gut findet und das bringt wirklich so viele Vorteile mit sich, dass wir eine große Gemeinschaft sind. Warum dann die Versandkosten immer so hoch sein mussten, hat sich mir nicht erschlossen. Aber das ist jetzt auch egal, denn durch die neue EU-Verpackungsverordnung, die PPWR, ist damit jetzt Schluss. Also für uns auf jeden Fall, weil wir das hier im mini kleinen selber machen, ist das einfach nicht mehr zu stemmen. Du musst nämlich jetzt im EU-Ausland jeweils einen steuerlichen bzw. rechtlichen Bevollmächtigten benennen. Das ist nicht
tragbar für uns und unser kleines Mini-Mikro-Business, was wir hier machen. Und deswegen ist damit jetzt leider Schluss. Aber einmal hier offiziell alle informiert, geht nicht mehr aus diesen Gründen. Es ist wirklich absurd. Da, wo wir die Verpackung beziehen, die müssen ja schon dafür sorgen, dass das alles recycelbare Geschichten sind. Und vor Ort muss alles recycelbar sein. Und wir haben sogar einen grünen Punkt. Wir sind Grünpunkt zertifiziert und weiß ich nicht was alles. Und das alles reicht immer noch nicht und muss jetzt noch mehr ausgeweitet werden. Und das macht einen wirklich geisteskrank, vor allem wenn man viel im Ausland ist. Und zum Beispiel, wir haben ja jetzt, wie gesagt, zuletzt in den USA und da ist dann 1 Tonne für die Pappe, für Glas, für den Restmüll, für Plastik. Es ist alles eins. Da wird nichts hier getrennt und recycelt wie bei uns. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und was übrigens, by the way, dann in Zukunft auch enden wird, sind unsere individuell gestalteten Kartons. Die wir noch haben, die gehen natürlich noch raus, aber alles andere, was neu kommt, werden wir so, wie wir es einkaufen, dann auch einfach verschicken, ohne irgendwie ein individuelles Branding, weil wenn man das jetzt ein bisschen verändert, also mehr macht als nur den Adressaufkleber auf den Karton kleben, dann habe ich diesen Karton erstellt und bin für alles verantwortlich, was eigentlich derjenige schon verantwortet hat, der den Karton wirklich erstellt hatte. Dass wir ab 2030 dann noch ganz, ganz viele Kartons jetzt haben müssen und unsere ganze Recycling-Karton-Geschichte, die wir gemacht haben, auch komplett an acta legen können. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, denn ab 2030 kommt ein Leerraumverbot und es müssen 50% des Kartons gefüllt sein. Das bedeutet, dass wir auch ganz viele kleinere Kartons und mittlere Kartons und große Kartons und weiß nicht was für Kartons brauchen, weil ja alles individuell zusammengepackt wird. Das macht ja viel mehr Sinn. Nun ja, aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, vor allem im EU-Ausland, dass das leider nicht mehr funktioniert. Und das war ab und zu mal, haben wir das auch gehabt, dass wir ins Ausland verschickt haben. Von daher, also es betrifft uns schon, aber nicht massiv und vor allem nicht so, dass es sich überhaupt lohnen würde, einen Bevollmächtigten in jeweiligem EU-Ausland irgendwie zu engagieren. Und wenn ihr jetzt schlechte Laune davon bekommt, wir fahren bald alle mal in den Europapark und dort wird es einen neuen Shop geben und in diesem neuen Shop wird es neue Produkte geben und zwar Europapark eigene Klemmbausteine. Richtig, richtig geile Sets kommen da auf uns zu. Diese neuen Europapark eigenen Klemmbaustein-Sets entstehen in Zusammenarbeit mit Kiddicraft bzw. Stonehab und wird es in einem eigenen Shop geben. Noch ist das Ganze nicht im Park erhältlich. Ein konkretes Datum kann der Park auch noch nicht kommunizieren. Es gibt natürlich ein angepeiltes Datum. Da werde ich euch natürlich auch drüber in Kenntnis setzen. Und vor allem vorneweg ganz wichtig, es gibt keine Sticker. Alle Teile, die irgendwelche Logos oder ähnliches haben, sind bedruckt und wenn sich ein Bild über mehrere Steine zieht, dann werden diese Steine vorher zusammengesetzt, werden in einem komplett zusammen bedruckt im Tampondruckverfahren und dann gibt es auch keinen Versatz oder sonst was und alles passt ideal zusammen. Qualität ist hier auch wichtig. Also richtig coole Sets kommen da. Und zum Start, wenn das Ganze dann rauskommt, wird es 5 verschiedene Sets geben und 3 davon von Kiddicraft, unter anderem, oh mein Gott, Euromir. Und zwar aus der Mini-Coaster-Serie, das Einzelfahrzeug und das in offizieller Kooperation mit Mack Rides. Dann wird es auch Voltron geben, ein kompletter Zug, auch als Display mit bedruckten Fliesen und allen technischen Daten. Glow-in-the-Dark-Steine und eine Nikola Tesla Kiddies Figur ist auch dabei und das Ganze natürlich auch in Kooperation mit Mack Rides. Wenn wir schon bei den Kiddies Figuren sind, Traumatica bekommt auch ein eigenes Set mit 3 Kiddies Figuren. Traumatica 20 Years of Horror, 10 Years of Traumatica mit 3 Kiddies Figuren, limitiert und durchnummeriert von 0001 bis 3000. Glow-in-the-Dark-Steine sind natürlich hier auch dabei. Passender geht's ja gar nicht. Und dann gibt es auch noch von Stonehab hergestellte Sets, und zwar die Panorama-Bahn-Triebwagen und Panorama-Bahn-Waggon. Und diese Sets sind mit Metallic-Goldteilen veredelt und haben eine Spurweite, die kompatibel mit allen marktüblichen Klemmbaustein-Set-Eisenbahnen ist. Und zwar mit dem Mindestradius R40. Und außerdem Alexanderplatz bzw. Haupteinganggebäude. Das Set kommt mit über 30 bedruckten Teilen, einem abnehmbaren Dach, wo ein kleiner süßer EP-Express sich drin verbirgt und den man dann sehen kann. Und ist Teil der Mini-Architector-Serie.
Voll geil, oder? Hab ich richtig, richtig Bock drauf. Ich versuche irgendwie an dieses Zeug ranzukommen und dann bauen wir das auf jeden Fall gemeinsam hier auch mal in einem Livestream auf. Was haltet ihr von diesen Sets? Und es ist ja der Anfang und es sind dann die eigenen Sets. Ich finde es richtig cool. Das, was man sieht, ist richtig cool umgesetzt und man sieht, dass da jemand Bock hatte und sich wirklich Gedanken und Mühe gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und vor allem auf eure Meinung, was ihr von diesen neuen Sets haltet. Movie Park Germany feiern ja nicht nur 30 Jahre dieses Jahr. Habt ihr übrigens das Quiz gesehen, was wir da gemacht haben bei den Feierlichkeiten zu 30 Jahren? Wenn nicht, verlinke ich euch das gerne hier oben. Es gibt nämlich noch mehr und man konnte noch mal was feiern und zwar den 40 Millionsten Gast. Das Ganze war eine Familie aus Fahrdorf bei Schleswig und beim Besuch des Parks, morgens beim Reinkommen, ahnten die noch nichts von ihrem Glück, waren quasi auf der Urlaubsrückreise und haben den Park noch besucht und dann das. Es gab aber jetzt nicht nur viel Konfetti, Sam, Sia, Marilyn Monroe und Manuel, die da für ein großes Konfetti-Foto bereit standen, sondern es gab auch noch ein bisschen was, wenn man schon der 40 Millionste Gast ist. Die ganze Familie wurde dann zu einem gemeinsamen Mittagessen in der Trattoria Hollywood eingeladen. Es gab für alle Speedy-Pässe, Platinum, Season-Pässe für die laufende Saison und für die kommende Saison 2027. Und im Department Store durfte wie ein VIP geshoppt werden und jedes Familienmitglied durfte sich da ein großes Merch-Paket zusammenstellen und außerdem ein Wochenende nach Wahl in Tropical Island für die ganze Familie. Das ist doch mal richtig cool. Außerdem werden aber auch 40.000 € für den guten Zweck gespendet und da gehen jeweils 10.000 € einmal an die Four Wings Stiftung, ans SOS Kinderdorf Essen, Förderverein Pro Kinderklinik e.V. des Marienhospitals in Bottrop und die Manuel Neuer Kids Foundation mit Manus Einrichtungen in Gelsenkirchen und Bottrop. Also on top auch noch an alle anderen gedacht und denen es vielleicht nicht so gut geht und alle werden mitgenommen. Coole Sache und 40 Millionen Gäste in 30 Jahren auch cool. Invader, der neue Ride von Marvin Dresen, hat ja Premiere auf der Rheinkirmes in Düsseldorf gefeiert. Haben wir noch nicht vor Ort gesehen, weil wir da ja gar nicht da waren. Und im Rahmen dessen gab es ein besonderes Projekt von Heffertar Incluvis und deren Beschäftigten, die haben nämlich in ihren Werkstätten mit neuer, moderner Lasertechnik Holzfahrchips hergestellt für diesen Ride und die wurden mit einer Delegation bei der Premiere in Düsseldorf überreicht von Heffertar und dazu gab es dann on top auch noch individuell gestaltete Geschenke und Flaschenhalter und ein richtig cooles großes Logo aus Holz und das auch einmal mitgenommen, weil Heffertar eine Einrichtung hier bei uns aus der Stadt ist. Eine neue App für Freizeitpark bzw. Achterbahnfans. Das ist erstmal nichts Besonderes und klingt wie ein Projekt, wozu wir auch fast wöchentlich irgendwie Mails von jemandem bekommen, der sowas gerade neu umsetzen möchte. Aber das jetzt macht Tobi. Und Tobi ist ein Buddy von uns und Tobi vertraue ich bei so Tech-Sachen auf jeden Fall. Und nicht nur, dass das gut umgesetzt wird, sondern dass das auch technisch vernünftig ist und rechtlich alle Sachen berücksichtigt werden, die berücksichtigt werden müssen. Aber wer braucht was in einer solchen App? Und das will Tobi auch wissen und deswegen ist in der Videobeschreibung verlinkt eine kleine Umfrage. Was braucht ihr da? Was stellt ihr euch da vor? Wie würdet ihr so etwas nutzen? Wenn ihr da mitmacht, helft ihr nicht nur Tobi, sondern eventuell am Ende des Tages euch auch selbst, wenn irgendwie eine coole Freizeitpark-Achterbahn-App rauskommt und könnt auch noch mit ein bisschen Glück einen 25 € Amazon-Gutschein gewinnen. Und ich dachte mir, Support ist kein Mord, ich fülle das ganze Ding nicht nur aus, sondern lasst euch auch teilhaben und wenn ihr Bock habt, füllt ihr das auch aus und supportet das Ganze ein wenig. Der weiß davon auch noch nichts, dass ich das hier in das Video packe und dann sind da ganz viele, die mitgemacht haben und dann ist so, was ist denn hier los? Das ist auf jeden Fall witzig, also seid Teil davon. Es gab eine große Eröffnung und ab morgen ist das Ganze für alle auch zugänglich. Tivoli Gardens haben nämlich einen neuen Themenbereich. Tivoli Gardens ist ein historischer Freizeitpark im Herzen von Kopenhagen und die haben jetzt nach 3 Jahren Entwicklungszeit und 2 Jahre umfangreicher Umgestaltung den neuen Bereich Hikari fertig. Und das Ganze ist das größte Themenareal in der Parkgeschichte und morgen mit der großen Eröffnung am 15. August feiert man gleichzeitig auch Parkgeburtstag und zwar entspannt den 183. Ja, den Park gibt es schon ein bisschen länger. Und Hikari ist inspiriert von den lebendigen Straßen Japans. Das Ganze verbindet Architektur, Licht, Kunst, Gastronomie und Fahrgeschäfte zu einem großen neuen Erlebnis. Im Mittelpunkt steht die Achterbahn The Demon
Und das Ganze mit einer neuen Gestaltung. Hierbei handelt es sich um einen B&M Floorless Coaster aus dem Jahr 2004. Aber es gibt auch neue Straßenkulissen, 5 Gastro-Angebote kommen neu dazu, 2 Geschäfte und 2 brandneue Rides kommen auch in den Park. Typhoons Oje ist das eine Fahrgeschäft, ein Zero Gravity von SBF Visa aus Italien und jetzt nicht richtig Fahrgeschäft, aber trotzdem so eine Attraktion, Hotel Hikari, ein Funhouse, mechanische Tricks im Wirbelhaus von Gosetto. Das ist die zweite neue Fahrattraktion, Ride-Attraktion im Tivoli Gardens. Und Bepflanzung ist selbst in so einem Stadtpark wie Tivoli Gardens total wichtig. Und natürlich ist das auch ein japanischer Blickfang in Form von kunstvoll geschnittenen Kiefer sowie einem Tempelbaum mit einer Bodenbepflanzung aus japanischen Azaleen. Und das Straßenbild wird durch kleinere und größere Bambusbepflanzungen ergänzt. Man hat dafür einen 3-stelligen Millionenbetrag in dänischen Kronen investiert. Und ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall klar, dass wir da unbedingt hin müssen, das Ganze uns vor Ort anschauen müssen. Ich finde den Park total cool. Er hat so viel Charme und Charakter und jetzt auch nochmal diesen neuen Bereichen, dass man in so einem engen Stadtpark doch nochmal so viel weiterentwickelt. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also Tivoli Gardens hat jetzt Hikari neu. Sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach. Was die jetzt wahrscheinlich nicht kaufen werden, ist Aerial Force One. Das ist die Achterbahn aus Funspot Atlanta. Dieser Park hat diese RMC-Achterbahn geschlossen. Und alle waren so, ey, fahrt ihr da auch hin, fahrt ihr da auch hin, fahrt ihr da auch hin, weil die machen jetzt so, nee. Habe ich ja schon gesagt, das lohnt nicht, die werden das Ding safe irgendwo neu wieder aufbauen. Die Achterbahn wurde jetzt nach wenigen Jahren, beziehungsweise wird der ganze Park gerade geschlossen und die Achterbahn stand nur wenige Jahre dort und wir sind sie nicht gefahren, weil die bei unserem ersten Besuch im Bau war und bei unserem zweiten Besuch, den wir nicht hatten, waren wir noch am Flughafen und haben überlegt, ob wir mal schnell rüberfahren während des Umsteigens zwischen 2 Flügen und die Bahn wird neu aufgebaut. Die Bahn kommt an einen neuen Platz, an welchen ist noch nicht bekannt, aber bei den Feierlichkeiten zum Schließen dieses Parks bzw. der Bahn hat man bekannt gegeben, dass die Bahn an einer anderen Stelle wieder aufgebaut wird. Das ist halt eine RMC-Bahn mit iBox-Track und darunter einer Konstruktion aus Stahl, die aussieht wie bei einer Holzachterbahn. Das Ganze wirkt im Gesamten wie so eine Hybridachterbahn und ist damit noch viel leichter umzusetzen, als man sich das vorstellen kann, aber die USA schaffen es auch regelmäßig, Holzachterbahn umzusetzen, also das ist auch kein Problem. Außerdem, lass mich rechnen, 1,5 Stunden gab es eine Pressekonferenz von Silver Dollar City zusammen mit Mack Rides. Wir waren in Silver Dollar City, man hat schon gesehen, dass da gebaut wird. Und was genau haben sie jetzt verraten? Das verrate ich euch in einem der nächsten Videos, aber es sei kurz erwähnt, dass das jetzt gerade lief, aber natürlich nicht im Rahmen dieses Videos möglich ist, das mit umzusetzen. Aber sprechen wir natürlich auch drüber. Und jetzt habe ich so viel schon über diese USA-Geschichte erzählt. Ich verlinke euch hier einen Vlog. Es gibt eine ausführliche Anreise mit allen Tipps und Tricks, was ihr beachten müsst bei so einer Reise. Und dann gibt es wirklich jetzt schon die kuriosesten Parks. Und gestern sind wir bei 43 Grad Achterbahn gefahren. Und es gibt sehr viel Sightseeing jetzt am Anfang dieser Tour. Und es wird noch einen Switch geben. Also schaut da auf jeden Fall rein und dann lasst ein bisschen Liebe da und guckt euch das Ganze an. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Magazin. Peace.